Liebe Zuschauer, Informationen zum Urlaub in Thailand, ganz aktuell, aus erster Hand. Ich glaube, das sind Dinge, die jeden interessieren, der vielleicht in diesem Jahr noch versucht, eine Reise nach Thailand zu planen. Heute im Video habe ich mir einen ganz lieben Gast eingeladen. Die Zuschauer, die länger am Kanal sind, die kennen vielleicht Frank aus Deutschland noch. Grüß dich, Frank. Ja, Frank, willkommen in dieser kleinen, netten, launchigen Runde hier. Wir haben ja schon zusammen 3 Videos gemacht. Kannst dich sicherlich daran erinnern. Ja, war sehr schön, dass du das gemacht hast. Das ist ewige Erinnerung, die ich daran habe. Ja, und auf YouTube, solange sie uns den Kanal nicht sperren, bleiben sie auch ewig. Aber ich habe immer noch eine Kopie für dich zu Hause. Ja, jetzt bist du wieder hier. Zum 25. Mal quasi meine Silberhochzeit mit Thailand. Ja, und damit könnte man dich ja eigentlich als den Thailand-Profi hier bezeichnen, ja, was den Urlaub betrifft. Lehrgeld bezahle ich immer noch. Und du lebst ja auch weiterhin noch in Deutschland. Ja. Musst dir das noch antun. Bleibt mir nichts weiter übrig. Was aber auch nicht schlimm ist, einige Menschen müssen auch unsere Fahne da drüben noch hochhalten. Das ist ja auch wichtig. Man kann nicht jeden hier auswandern. Aber du bist jetzt am Samstag, also vor 3 Tagen gekommen. Jo. Wie gesagt, zum 25. Mal. Ich mache immer 2-mal im Jahr Urlaub. April, Mai 3 Wochen, September, Oktober 3 Wochen. Hab schon viel in Thailand gesehen, bin selber mit dem Auto schon gut 30.000 Kilometer in Thailand rumgefahren. Ich war Kanchanaburi, Chiang Mai, Chiang Rai, Ubanachadani. Viele Orte, also ich liebe das Land und ich liebe es auch rumzureisen, um etwas zu sehen. Nicht nur, um da hier 3 Wochen in Pattaya zu stehen. Was aber auch Spaß macht. Ja, aber ganz am Anfang, sage ich ehrlich, ich bin damals, hatte eine Trennung hinter mir, wirklich wegen den Mädels hergekommen, aber dann irgendwann war ich so weit, dass ich habe auch einen Kumpel kennengelernt und mit ihm bin ich 10 Jahre lang durch Thailand gereist, er war der beste Reiseleiter, den ich finden konnte und dadurch habe ich auch sehr viel vom Land gesehen und ich will auch immer noch mehr sehen. Das ist natürlich dann sehr, sehr schön, weil du kannst natürlich das, was du heute aktuell erlebst, immer auch so ein bisschen ins Verhältnis setzen zu den Dingen, wie es mal früher in den guten alten Zeiten war. Also wenn ich vergleiche die Preise 2009, wo ich im Sommer das erste Mal gekommen bin, da haben sich die Preise mittlerweile verdreifacht. Ja, jetzt habe ich ja so ein bisschen schon so Gedanken gemacht, was würde denn den Zuschauer interessieren. Sicherlich alles, was mit Geld zu tun hat, interessiert die Leute heute sehr. Jetzt haben wir ja beide schon so ein bisschen gesprochen. Okay, ja, du weißt so grob, was du bezahlt hast für diesen Urlaub und noch bezahlen wirst. Allerdings muss das natürlich nicht auf jeden zutreffen, weil jeder hat individuelle Reisedaten. Gerade wenn wir auch gleich über Flugpreise reden wollen, da kannst du natürlich nicht sagen, okay, der Flug kostet jetzt 100%ig für jeden genau dasselbe, sondern abhängig von Uhrzeit, Tageszeit, Monat, Jahr, kann das nicht alles ein bisschen variieren. Ja, ich sag mal, mein erster Flug 2009, da bin ich ab Leipzig geflogen nach Wien und dann zu Bangkok und dasselbe zurück. Der Flug hatte damals 2009 550 € gekostet. So, jetzt aktuell bin ich geflogen München-Bangkok, nonstop mit Thai Airways für 860 €. Also ich habe zwischen 550 und 1000 € habe ich schon alles für die Flüge bezahlt. Ich mache es immer so, ich suche mal meine Flüge selber raus. Wenn ich jetzt für 100 € einen Nonstop-Flug mehr bekomme, als einer, wo ich umsteigen muss, zum Beispiel mit Etihad über Abu Dhabi, 2 Stunden Aufenthalt oder so, dann gebe ich die 100 € aus. Ja, ansonsten suche ich mir aber auch meine Flüge selber raus mit nicht mehr als 2 Stunden Umsteigzeit. Ich kenne andere Leute, die haben da teilweise Aufenthalt von 4, 5, 6, 7 Stunden. So einen Flug würde ich nie buchen. Es gibt auch diese über Abu Dhabi, wo du den halben Tag dazu bringen darfst. Da muss halt auch wieder jeder dann für sich selbst entscheiden, ob er die paar Euro dann sparen möchte, die es gibt. Oder vielleicht, wenn er ganz bestimmte Termine hat, wo er hier halt nur fliegen kann, wegen Urlaub, Werksferien oder irgendwas, dann geht es vielleicht manchmal auch gar nicht. Aber für 800 € von München nonstop mit Thai Airways nach Bangkok finde ich sehr, sehr angemessen zu der heutigen Zeit. Und vor allen Dingen diesmal hätte ich sogar das Glück gehabt, dass ich eine Dreierreihe im Flieger für mich komplett alleine hatte. Ich konnte mich komplett langlegen. Ja, ich hatte normalerweise meinen Sitzplatz fest gebucht gehabt, 2 Reihen zuvor, und als die Durchsage kam, Boarding komplett,
Boogie nach hinten, habe gesehen, Dreierreihe frei, zack, nach hinten und habe mir die Dreierreihe komplett für mich alleine reserviert. So, perfekt, also zum Reisen. Ja. Kann man natürlich auch nur dann machen, wenn man alleine ist. Hat man Frau und Kinder im Schlepptau, wird es schwer. Ja. Aber so als wir reden ja für alleinreisende Männer, ist das natürlich perfekt. Ja, ist mir, also, sag mal, in den ganzen Jahren hatte ich das Glück schon ein paar Mal gehabt, 6, 7 Mal, dass ich eine Dreierreihe oder sogar teilweise eine Viererreihe im A380 für mich alleine hatte. Ja, cool. Ja. Da kannst du dich wirklich zum Schlafen langlegen und kommst dann wirklich ausgeschlafen in Thailand an. So, dann bist du in Thailand angekommen. Jetzt bist du natürlich jemand, der sich hier schon auskennt. Der muss jetzt nicht irgendwelche Taxis buchen, können keine MRT fahren, BTS oder Busse, um nach Bangkok zu kommen, sondern du hast natürlich wieder den Spezialshuttle hier für dich. Ich habe einen privaten Taxiservice, wenn ich das sagen darf. Nennt sich Taxiservice Mr. Deng. Ist über Internet online zu finden. Er hat private Fahrer und fährt pauschal 4.000 Baht von Bangkok nach Pattaya bzw. auch umgekehrt. Und haben dich gleich mal 2 hübsche Mädels abgeholt. Ja, teilweise Fahrer oder Fahrerin, die stehen mit dem Namensschild am Flughafen, holen dich ab. Ja, sicherlich, Bus geht günstiger, aber mit dem Bus musst du dann erst wieder bis zum Busbahnhof Pattaya, da musst du sehen, wie du zu deinem Hotel kommst. So, das Taxi fährt dich bis dahin, wo du es haben willst. Ist natürlich aber auch eine Empfehlung, wenn man zu zweit, zu dritt kommt und so weiter, ja, und sich dann vielleicht auch diese Transportkosten teilen kann. Egal ob eine Person oder 2, 3 Personen, der Taxipreis bleibt bei 1.000 Baht. So, perfekt, oder? Ja. So, jetzt haben wir ja so einen kleinen Blick am Anfang mal von deinem Hotel gehabt. Nicht das Luxus, was wir vielleicht so im Kopf immer haben, aber angenehm. Wir sitzen ja jetzt hier in deinem Zimmer zusammen. Ich glaube, für den Urlaub ist das ausreichend, oder? Ich sage mal, ich brauche im Prinzip, ich brauche ein Bett, ich brauche eine Dusche, ich muss kein 5-Sterne-Hotel haben. Letztens, Urlaub vor einem Jahr, war ich in der Soi 10 im Page 10 Hotel. So, da hat das Zimmer damals gekostet 1.200 Baht. Hier jetzt bin ich im Score Beach Hotel, Soi 9, ist unterhalb von Tritown. Wenn ich abends ausgehen will, bin ich in 2 Minuten im Warviertel. So, und ich bezahle für das Zimmer, wenn ich täglich bezahle, 650 Baht. Und wenn ich im Voraus eine komplette Woche buchen tue, kostet das Zimmer sogar noch 600 Baht. Und das reicht mir. Ja, du hast es so wunderschön gesagt vorhin. Das ist ein sogenanntes Walk-in-Hotel. Genau. Den Begriff habe ich selber persönlich auch noch nicht gehört. Musste erst mal nachfragen, ja, was bedeutet das? Das Hotel ist zwar zum Beispiel auf Agoda zu finden, ist aber nicht zu buchen. Das heißt eigentlich einfach reingehen und sagen, ich will ein Zimmer haben. Beziehungsweise, ich bin jetzt schon zum 3. Mal in dem Hotel, ich habe die E-Mail-Adresse, ich schreibe dann den Verwalter an. Hast du ein Zimmer für mich frei? Ja, Frank, komm her, alles gut, ich habe ein Zimmer für dich. Völlig ohne Probleme. Macht natürlich auch nur dann Sinn, wenn man vielleicht in der Nebensaison kommt. In der Hauptsaison könnte es vielleicht ein bisschen schwieriger werden. Oder man muss halt so flexibel sein, dass man sagt, okay, wenn der jetzt sagt, ich habe jetzt die nächsten 1, 2 Tage nichts, ich habe erst in 3 Tagen was, dann müsste ich mir natürlich für 2 Tage vielleicht was anderes suchen. Aber dann muss man halt, ja, wenn man das Geld sparen möchte, kann man das auch so günstig und flexibel gestalten. Also ich sehe es jetzt aktuell oder auch die letzten 2 Urlaube, wo ich hier in dem Hotel gewesen bin, das war maximal zum Drittel ausgebucht. So, also das funktioniert. Entsteht ja häufig der Eindruck, ja Mensch, Thailand so richtig überlaufen mit Touristen und die ganzen Busse und scharenweise. Die steigen natürlich nicht in diesen Hotels, ja, weil die natürlich auch mit ganz anderen Erwartungen, mit ganz anderen Vorstellungen herkommen, als wenn man als Alleinreisender hierher kommt und ein bisschen Spaß im Urlaub haben möchte. Ja, vor allen Dingen, ich denke mal, die meisten Leute, die suchen sich ihre Hotels ja auch über Internet raus, buchen das dann über Agoda oder Booking.com oder sonst was es da alles gibt. Ja, aber das Hotel, wie gesagt, es ist zwar im Internet sichtlich, aber du kannst es nicht buchen. So, und das ist eigentlich, wenn man es so nimmt, ist es eigentlich ein Geheimtipp. Und vor allen Dingen, wie gesagt, für den Preis von 600 Baht oder 650 Baht pro Nacht, mehr brauche ich nicht. Ja, wer jetzt kein Fitnessstudio braucht, kein Swimmingpool. Swimmingpool ist sogar vorhanden. Gibt es sogar auch hier. Ja, ja. Ja, und da siehst du also, Möglichkeiten gäbe es. Und vor allen Dingen natürlich auch die Nähe zu den Vergnügungsvierteln, was unsere Zuschauer natürlich auch sehr interessiert. Jetzt will ich nicht sagen, dass du der große Kenner bist,
Aber du hast ja den einen oder anderen Kontakt. Du gehst ja abends deutlich mehr raus als ich, weil du bist hier im Urlaub. Du musst morgen früh nicht aufstehen wie andere. Lass uns doch mal so ein bisschen über die Bar-Szene reden. Wie ist denn so dein Gefühl? Hat sich das verändert? Ist das neu? Ist das jetzt irgendwie anders nach der C-Zeit geworden oder so? Ja, nee, das Prinzip von den Bars hat sich eigentlich überhaupt nicht verändert. Weil das ist früher genauso, wie es jetzt eigentlich heute auch ist. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, die Preise halt immer weiter steigen. Da kommen wir gleich mal drauf. Aber so vom Gefühl her meinst du, ist das eigentlich immer noch dasselbe, was man so als Urlauber erleben kann? Ich kann jetzt nicht sagen, wie es in der High Season ist, weil ich bin immer nur April, Mai hier. Gut, das ist dann schon noch das Ende von der High Season, da ist es auch ziemlich heiß. So in September, Oktober ist ja im Prinzip eigentlich Regenzeit und ist mit Touristen dann auch noch nicht so überlaufen, weil ab Ende Oktober, November geht dann eigentlich erst die High Season los. Aber High Season muss sie nicht unbedingt hier sein, erstmal sind alle Preise dann viel teurer, aber ich habe es dann lieber ein bisschen ruhiger. Mädels wird es trotzdem ausreichend geben? Die gibt es immer ausreichend. Und ich gehe davon aus, dass es auch genug Getränke und Essen geben wird. Ja. Also das kann ich unterschreiben, das gibt es auf alle Fälle genug. Lass uns doch mal so ein bisschen bei Geld bleiben. Jetzt gehe ich heute Abend hier raus und möchte mir ein normales Bier bestellen. Mit Begleitung oder ohne. Fangen wir mal mit den ganz einfachen an. Ich setze mich nur hier in Treetown drüben hin und möchte erstmal mein Bier trinken. Mein erstes, um warm zu werden. Ja, im Schnitt in den Bars kostet ein kleines Bier so 80 Baht. Ja. Und zum Beispiel gestern Abend, ich war mit meiner Freundin ein Billard spielen gewesen. Wir haben 3 Stunden Billard spielen. Billard ist in der Bar dann kostenlos, wenn du dort was trinken tust. So, wir haben bezahlt in den 3 Stunden 800 Baht für Getränke. So, jetzt ist nun deine Freundin dabei, die wird sich natürlich nicht einen Lady-Drink spendieren lassen. Aber vielleicht hast du das mal gehört oder mal gesehen, die Mädels in den Bars wollen ja gerne mal einen Lady-Drink haben. Weißt du da, was das ungefähr im Moment kostet? Ich habe gestern Lady-Drinks bezahlt, aber ich kann dir echt nicht sagen, wie viel es war, weil ich nicht auf die Rechnung geguckt habe. Weil zum Beispiel, wie gesagt, wenn du Billard spielst, das Spiel ist fertig, so, dann kommt das Mädel von der Bar, baut den Tisch wieder alles auf. Ja, und dafür kriegt sie dann auch meinen Drink. Aber ich kann dir jetzt echt nicht sagen, wie viel der gekostet hat, weil ich habe nicht auf die Rechnung geguckt. Ist ja auch nicht so schlimm, aber es gibt es auf alle Fälle noch. Ja, ja. Jetzt könnte es ja sein, das Mädel ist ganz nett und man könnte die auch mitnehmen. Hier bei dem Hotel hast du, glaube ich, gar keine Probleme, dass du jemanden mitnehmen könntest. So Joiners Fee oder sowas gibt es hier nicht. Ne? Also, wenn ich es nicht ausdrücklich anordne, wird von der Rezeption keine ID-Karte verlangt. Wenn ich mir aber jetzt beim Mädel zum Beispiel nicht sicher bin, dann winke ich mal kurz mit der Hand und dann weiß er, Mädel, gib deine ID-Karte her zur Sicherheit. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr cooler Tipp für die Zuschauer oder für jemanden, der sich da auch wirklich unsicher ist. Sagt, Mensch, da hätte ich noch mal so eine kleine Zwischenschranke drin, die ich mir reinbauen könnte. Das Mädel, unterstellen wir ihr mal gute Absicht und alles funktioniert, muss ich ja auch bezahlen. Also das wird nicht ganz kostenlos abgehen. Das berühmteste, was es ja hier gibt, ist die Kurzzeitmiete. Ich weiß, das klingt übel, aber wir bleiben mal bitte bei dem Begriff. Wir sind ja unter uns Männer. 2009, wo ich das erste Mal hier war, hat man für die sogenannte Short-Time 500 Baht bezahlt und für Long-Time, das heißt, das Mädel steht 24 Stunden mit dir zusammen. Du kannst sie als Reiseleiterin nehmen und als sonst was, waren es 1000 Baht. So, mittlerweile ist es jetzt so, zum Beispiel die berühmte Soi 6, wo Haufen Bars sind und Short-Time Rooms und so weiter, bezahlst du mittlerweile für die Short-Time mindestens 1000 Baht und dann unter Umständen noch 400, 500 Baht sogenannte Barfein. Die Barfein heißt, das ist die Entschädigung für die Bar, die du bezahlst, weil das Mädel in der Zeit nicht anwesend sein kann. So, und Longtime, also 24 Stunden, ist mittlerweile also mindestens bei 1500, eher schon bei 2000 Baht. Je nach Mädel, die sich für was Besseres hält,
teilweise auch mehr, aber das muss dann jeder selber entscheiden. Also irgendwo muss man dann auch sagen, nee, das bist du mir nicht wert. Na gut, wir reden ja hier auch immer noch über Menschen, die eine gewisse Dienstleistung anbieten. Und das ist keine Ware, die du verhandeln kannst oder die du verhandeln solltest. Eher vielleicht mal Nein sagen, wenn es deinem Budget oder deiner Vorstellung nicht entspricht, als dann vielleicht auch zu viel zu bezahlen oder halt zu versuchen zu sparen und dann am nächsten Morgen mit einem Kater aufzuwachen, wo man dann sagt, hätte ich mir das mal lieber gespart. Ist alles Verhandlungssache, denke ich mal. Und wenn du dann halt 24 Stunden wirst du ja auch nicht nur im Zimmer bleiben, dann geht man vielleicht noch zusammen essen, vielleicht ein bisschen Shopping. Weil man muss ja auch... Weil das gehört dazu, wenn ich jetzt ein Mädel Longtime gebucht habe, dann bin ich selbstverständlich auch für Essen, Trinken und alles verantwortlich, das gehört da dazu. Ja. Und vor allen Dingen, was für mich aber auch wichtig ist, ich möchte, dass wir beide ein gutes Gefühl haben. Ja. Weil für Geld würde jedes Mittel mit mir mitkommen. Aber ich will, oder ich sag's mal so, wenn ich ein Mädchen gut behandle, dann gibt sie es mir mit 1000 Dank zurück. Und das ist ja eigentlich auch der Punkt. Weil auch dann hast du ja wieder eine Art von Beziehung und je nachdem, wie gut du diese Beziehung führst, ob jetzt für lange oder kurze Zeit, umso mehr oder weniger bekommst du natürlich auch entsprechend zurück. Es gibt sicherlich auch ganz abgebrühte, es gibt auch welche, die es darauf anlegen und allen möglichen, brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, so blauäugig sind wir beide nicht, obwohl wir beide blaue Augen haben. Aber in der Regel der normale Menschenverstand, das Bauchgefühl und dann wird das auch alles funktionieren miteinander. Hier in Pattaya ist es schwierig, sagen wir mal, wenn man jetzt aus Deutschland kommt, ist es ja mit Thailändisch meistens nicht so gut. Englisch vielleicht nur rudimentär. Kriegt man denn eine Art von Kommunikation überhaupt hin mit den Mädels? Ja, ich sag mal, mein Problem war gewesen, ich komme aus der ehemaligen DDR, habe damals ein halbes Jahr Englisch gelernt, habe es abgebrochen, so nach dem Motto, warum soll ich Englisch lernen? Ich komme ja eh nicht raus in die Welt. Gutes Argument, ja. Ja. So, und bis ich dann mich entschieden hatte, nach Thailand zu gehen, und ich denke, oh Scheiße, du brauchst Englisch. Ich habe dann wirklich im Internet, habe ich mich schlau gemacht, englische Seiten, Erfahrungsberichte gelesen, habe mir am Laptop eine Vokabelliste aufgestellt und habe dann beim LKW-Fahren, ich fahre LKW, aus dem Augenwinkel Vokabeln gelernt. So in 2 Monaten gut 1000 Vokabeln, dass ich sagen konnte, im ersten Urlaub, my English is not very good, but when you speak slow and simply, maybe I can understand you. Habe mir ein deutsches Hotel gesucht unter deutscher Leitung, dass ich bei Problemen Deutsch sprechen konnte. So, und zwischen ersten und zweiten Urlaub habe ich weiter gut über 1500 Vokabeln gelernt. Ich habe mir mein Englisch praktisch alles selber beigebracht. Heutzutage natürlich in modernen Zeiten, Google Translator ist dein Freund. Ja, damals gab es noch keine Smartphones. Genau. Ja, und ich denke mal, die Mädels werden auch ihre 20 Vokabeln, die sie brauchen, um dich ins nette Bettchen zu bringen, auch drauf haben. Und vielleicht haben sie die teilweise auch schon in Deutsch oder Französisch oder Spanisch gelernt. Die sind ja auch nicht dumm, sind ja auch viele geschäftstüchtig. Also man darf ja nicht immer davon ausgehen, dass das nur richtig dumme Mädels sind, die da rumhängen, sondern manche sind ja auch richtig geschäftstüchtig. Ja, vor allen Dingen, mittlerweile ist es eigentlich so, am Anfang war ich ein sogenannter Butterfly. Also das heißt, du hast tagtäglich die Mädels gewechselt. So, aber irgendwann bin ich dann eben mal drauf gekommen, dass ich eben auch durchs Land reisen möchte und da brauchst du eine zuverlässige Begleiterin. So, ich hatte 6 Jahre lang ein und dasselbe Mädel gehabt, jeden Urlaub. Da kam ich super zurecht, war eine super Frau gewesen. In der C-Zeit hatten die Mädels, gab es ja keine Touristen mehr hier in Thailand, es gab keine Arbeit, die hatten wirklich kein Geld. So, und da habe ich ja, obwohl ich von Anfang an strikt dagegen war und gesagt habe, ich sende niemals Geld von Deutschland, habe ich ihr geholfen, monatlich mal 2000, 3000 Baht geschickt. Über die 2 Jahre hinweg, letztendlich wurden es dann insgesamt 60.000 Baht, also rund 1.500 Euro. So, und nachdem ich dann wieder nach den 2 Jahren einreisen konnte, dachte ich, oh okay, jetzt kann sie ja mal Danke zu mir sagen. Ja, Ende vom Lied war dann aber gewesen, sie hat das ganze Geld quasi in investiert. Da habe ich gesagt, scheiß auf die 60.000, bye bye. Ja, solche Geschichten passieren, sowas kann immer wieder vorkommen. Ist doch interessant auch zu hören, man könnte auch statt der Short-Time, der Long-Time auch einen Urlaub gemeinsam verbringen. Wie gesagt, ich bin jetzt hauptsächlich dann interessiert. Momentan bin ich wieder auf der Suche nach einer zuverlässigen Frau, mit der ich wieder 3 Wochen Urlaub zusammen verbringen kann.
ist halt schwierig, weil viele Mädels sehen lieber schnelle Geld, lieber am Tag 3 Kunden so ungefähr, als dass sie weniger Geld am Tag verdienen, aber dafür halt 3 Wochen Urlaub eigentlich von mir geschenkt bekommen. Vielleicht klappt es bei manchen Mädels auch nicht durch die familiäre Situation und so weiter. Das kann natürlich auch sein, dass sie sagen, okay, ich kann jetzt nicht 3 Wochen mit dir durchs Land fahren. Mit einzelnen will ich es jetzt nicht auflisten, aber ich sag mal so, also 3 Wochen Urlaub, komplett mit Flug, Hotel, Mädels, allem drum und dran, liege ich ungefähr bei 3.500 Euro. So, das machst du 2-mal im Jahr. Ja. So, und das muss man natürlich dann auch entsprechend ausgeben wollen. Der eine hat Hobbys in Deutschland, in Österreich, Schweiz, wo er sein Geld ausgibt. Dein Hobby ist hier 2-mal im Jahr nach Thailand zu kommen. Ich arbeite im Prinzip nur für meine Urlaube. Aber trotzdem bleibt bei mir zu Hause noch Geld übrig, was ich noch sparen kann. So, ist es nicht perfekt? Ja. Wie gesagt, ich hatte früher eine Beziehung mit einer Deutschen, die hat mich betrogen, hat mir Geld geklaut. Und bei meinem Job, LKW fahren, habe ich immer gesagt, ich bleibe lieber alleine und investiere mein Geld in meine Urlaube. Da habe ich mein Geld wenigstens im Blick. Ja, und das Schöne ist, wir treffen uns jetzt schon zum 2., 3. Mal. Zum 4. Mal. Zum 4. Mal sogar schon. Ja. Und das ist natürlich immer wieder interessant. Man hörte die anderen Geschichten von damals. Und jetzt wieder die neuen. Es bleibt immer interessant, es bleibt immer spannend. Und jeder kann sich natürlich auch immer mit dem anderen ein bisschen austauschen, was natürlich auch interessant ist. Durch die Entfernung, wir bleiben ja in Kontakt auch immer. So, und damit ist es ja auch wieder immer spannend, wenn man sich dann wieder trifft, ne? Ja, auf alle Fälle. Ja. Weil, wie gesagt, ich verfolge immer deine ganzen Videos, die du machst auf YouTube. Ach, du bist das. Ich habe mich schon gewundert, wer der eine ist. Ja. Nee. Und ich habe auch noch andere Kanäle, wo ich mir täglich Informationen über Thailand bekomme, dass ich so auf dem Laufenden bleibe. Also ich weiß eigentlich meistens, was hier so im Land abgeht, was mich demnächst erwartet. Ja. Aber wie gesagt, also Thailand, das Land ist für mich super. Das Klima, ob jetzt Regenzeit oder Sommer, es ist immer warm, ja, ist immer super. Ja, und deswegen bin ich auch so gerne hier und hoffe auch natürlich noch entsprechend länger bleiben zu können. Das heißt, wenn du dann vielleicht irgendwann mal goldene Hochzeit mit Thailand besuchen hast, bin ich hoffentlich vielleicht immer noch hier, wer weiß das. Ich habe ja, sag ich mal, in meinem jugendlichen Leichtsinn bin ich aber davon ausgegangen, wenn ich mal in Rente gehe, hier in Thailand zu leben. Aber mittlerweile, was man so hört, was die Visas alles kosten und so weiter und so fort. Also ich glaube nicht, dass ich genug Rente bekomme, um irgendwann mal als Rentner hier in Thailand leben zu können. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Auch das haben wir auf dem Kanal schon so häufig angesprochen gehabt. Man hat teilweise immer noch so Vorstellungen wie aus den 1980er, 1990er Jahren, dass das Leben so günstig hier ist. Es könnte so sein, aber es verändert sich natürlich hier auch sehr, sehr viel. Ob das immer zum Guten oder immer zum Schlechten ist, ja, das muss man halt einfach sehen. Frank, dann sage ich herzlichen Dank, dass wir uns beide heute mal hier öffentlich unterhalten haben. Ich freue mich auch, dass wir uns mal wieder getroffen haben. Ich hoffe, die Zuschauer haben ein bisschen was gehört, mal aus einem anderen Mund als nur von meinen. Ein paar andere Ideen, ein paar andere Meinungen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch mehr von den Videos von Frank sehen wollt, verlinke ich euch die jetzt gerade hier mal. Ihr könnt dann also weiterklicken und dann seht ihr mal seine vorherigen Urlaube schon. Dann sage ich danke Frank. Danke Frank. Danke für eure Zeit. Danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss. Bis zum nächsten Video. Zum nächsten Mal. Auf diesem Kanal mit Frank und Frank. Ja. Perfekt. Alles klar.